So. Na, doch mal sehen. Kenn ich, hatte ich schon. Wieso? Was macht denn Lisbeth da? Moment mal. Was machen die da mit meinem Gesicht? Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Wer war der Typ? Das war der Kumpel, der weiß, wo die Laptops vom LKW gefallen sind. Du musst die Laptops zurückgeben. Wie stellst du dir das vor? Mann, Alter, nur dieses eine Mal. Giselle wird davon nichts erfahren. Warum sollte sie auch? Nein, natürlich nicht, Der aber... Kuss war ein Versehen, es war ein Ausrutscher. Es wäre uns doch nie passiert, wenn wir nicht diese Haschkekse gegessen hätten. Sehr gerne. Das ist ein Schlafmittel. Das Zeug ist für Schwangere völlig unbedenklich. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Tanja, was hast du mit ihr gemacht? Ich helfe dir. Alles wird gut. Lass sie liegen! Nicht bewegen, die Fruchtblase ist geplatzt. Oh Gott. Was ist passiert? Sie hat bewusstlos im Wald gelegen. Wahrscheinlich ist ihre Fruchtblase geplatzt. Sie können da jetzt nicht mit rein. Ich kann sie doch nicht allein lassen. Sie ist nicht alleine. Wir kümmern uns um sie. Wissen Sie, warum sie ohnmächtig geworden ist? Nein. Ich habe sie gefunden, zufällig. Ich war gerade im Wald joggen. Sie lag einfach da. Sie ist erst im 7. Monat. Hat sie in der letzten Zeit über Kopfschmerzen oder schwindende Gefühle geklagt? Nein. Was ist denn jetzt mit meinem Sohn? Wird er durchkommen? Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht sagen. Sebastian, du musst mir glauben. Worüber habt ihr gestritten? Woher weißt du, dass wir gestritten haben? Ach, von der neuen Haushälterin, Frau Schumann. Worüber habt ihr gestritten? Ich habe ihr gesagt, dass sie sich von dir fernhalten soll. Das ist alles. Haben Sie die Beamer bestellt? Brauchen 12 Stück, 2 für jede Wand. Ist doch Quatsch. 2, 4, 2 mal 4 ist doch 8, 12 Stück. Wir können natürlich noch 2 Beamer auf den Boden stellen und 2 in die Decke machen. Wäre ein bisschen schwachsinnig, aber... Also 8 Stück, nicht 12. Schulz, hören Sie zu? Schulz, ich rede mit Ihnen. Kleider sind da. Der erste Arbeit als Designerin. Auch wenn die Kollektion natürlich unter Giselles Namen erscheint. Trotzdem ist es was ganz Besonderes und etwas, was man vorher nur im Kopf hatte, plötzlich zum Leben erweckt. Das ist... Wunderschön. Ich kann es kaum erwarten, Giselle darin zu sehen. Wo ist sie eigentlich? Wir brauchen sie doch für die Anprobe. Ich sehe mal nach ihr. Was? Noch 2 Interessenten? Ja, aber gut, das ist ja eigentlich ganz gut. Je schneller die Teile weg sind, umso besser. Pass auf, sieh zu, dass die Sache sauber über die Bühne geht. Keiner darf was mitbekommen. Wovon darf keiner was mitbekommen? Charlie. Ja, das klang eben wie im Gangsterfilm. Sieh zu, dass dir niemand folgt, wenn du die Leiche im Rhein versenkst. Es darf keine Zeugen geben. Das ist nicht so, wie sich das angehört hat. Nein, natürlich nicht. Ich weiß, dass du deine kriminelle Laufbahn beendet hast seit der Geschichte mit den Pelzen. Oder etwa nicht? Doch, natürlich. Das ist gut. Meine Tochter soll ja ihren Freund nicht im Gefängnis besuchen müssen. Nein, niemals. Andi, ich habe ein ernstes Anliegen. Bei mir im Schneiders ist irgendwas mit der Elektrik nicht mehr in Ordnung.
Also die Sicherung springt raus, sobald mehr als 3 Geräte laufen. Könntest du mal danach gucken? Klar, wann soll ich vorbeikommen? Am besten sofort. Du kriegst auch ein warmes Mittagessen. Okay, schon überredet. Ah, prima. Xavier, mein Koch, der ist nämlich schon hysterisch deswegen. Und es könnte sein, dass ich ihn sonst umbringe. Das muss ich verhindern. Ansonsten müsstest du mir helfen, die Leiche im Rhein zu versenken. Ohne dass es Zeugen gibt. Wow, das ist unglaublich. Ist noch viel schöner geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Du freust dich gar nicht richtig. Doch, ich habe nur den Kopf so voll. Ich muss noch einiges machen vor der Präsentation. Ja, ich weiß. Es darf nicht schief laufen. Ich bin schon so aufgeregt. Wow. Toll. Bin stolz auf dich. Ich habe das nicht allein entworfen. Caro hat Ich weiß. Ich rede aber nicht bloß von den Entwürfen. Ich meine, versteh mich nicht falsch, die sind toll, aber erst mit dir wird etwas Besonderes daraus. Etwas, was so besonders ist wie du. Ich meine, ohne dich ist es ein normales Kleid, aber mit dir ist es Kunst. Ich weiß. Ich muss dann auch noch. Halt, warten Sie, wir müssen noch mal die Abläufe durchgehen. Oh, Moment. Da muss ich rangehen. Ja, Tore Hellström? Hey, na? Was gibt's? Ist nicht dein Ernst, oder? Bist du sicher? Ja, gut. Ja, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Was ist passiert? Unsere Präsentation ist gestorben. Was soll das heißen? Das Thema Großstadt. Genau damit hat sich Furinello gerade bei der Modewoche New York vorgestellt. Oh nein. Zum Glück haben wir sie gefunden. Warum warst du eigentlich da? Ich war joggen. Was soll das eigentlich? Was erwartest du von mir? Du holst dir eine schwangere Zweitfrau aufs Schloss. Da streitet man schon mal. Ich habe dir nie einen Vorwurf gemacht. Ich habe die ganze Zeit versucht, fair zu bleiben, auch Frieda gegenüber. Hast du eigentlich irgendwie eine Ahnung, was du da von mir verlangst? Dr. Mendes, wie sieht's aus? Leider nicht allzu gut. Das Kind muss per Notkaiserschnitt geholt werden. Durch den Sturz hat sich die Plazenta abgelöst. Was bedeutet das für die beiden? So eine frühe Geburt birgt allerhand Risiken für Mutter und Kind. Aber das Kind wird doch überleben. Wir tun, was in unserer Macht steht, Herr von Landstein. Ja, Sebastian Ansgar hier. Ich wollte mich eigentlich nur erkundigen, ob alles soweit in Ordnung ist. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann lass es mich einfach wissen, okay? Ist wohl etwas aus dem Ruder gelaufen, die Sache.
Du solltest Frieda Hansen bewachen, nachdem sie dieses Zeug genommen hat. Und vorher soll ich wissen, dass sie auf einmal wie von der Tarantel gestochen in den Wald rennt? Indem du an ihr dranbleibst, Idiot? Jetzt reg dich mal ab. Sei lieber froh, dass die Frau noch lebt und im Krankenhaus ist. Sie werden ihr das Schlafmittel nachweisen und dann wirst du es Tanja unterjubeln. Ziel erreicht. So. Mein Ziel war aber nicht, dass ihr oder dem Kind irgendwas zustößt. Ja. Berufsrisiko. Vielleicht hättest du einfach mal ein paar Eventualitäten in deinen Plan einbauen sollen. Ja, ich hätte wahrscheinlich einbauen sollen, dass du ein Vollidiot bist. Dein Versuch, mir die Schuld in die Schuhe zu schieben, damit du dein Gewissen beruhigen kannst, funktioniert leider nicht. Und wenn du nicht willst, dass alles umsonst war, dann sieh zu, dass Tanja als Dumme dasteht. Wir können die Präsentation auf keinen Fall absagen. Natürlich nicht. Wir können aber auch nicht ohne zündende Idee vor die Leute treten. Wir brauchen ein Thema, das einen interessanten Kontrast zur Mode bildet, sie aber trotzdem perfekt zur Geltung bringt. Das ist eine Katastrophe. Wenn uns nicht schleunigst was einfällt, dann gehen wir mit Mann und Maus runter. Mit Mann und Maus. Das ist eine Redewendung. Ich weiß. Ich habe nur gerade gedacht, ich habe mal so einen Film gesehen, wo ein Luxusdampfer untergeht. Den Film haben wir alle gesehen, Caro. Und ich habe mich damals darüber aufgeregt, dass das so unrealistisch ist. Um sie geht die Welt unter, aber die Leute sitzen in ihren Rettungsbooten und sehen aus wie aus dem Ei gepellt. Solche Filme sollen nicht realistisch sein. Ich weiß. Ich habe nur gedacht, das ist doch genau das, was wir mit unserer Mode wollen. Dass eine Frau damit in jeder Lebenslage gut aussieht, sogar bei einer Katastrophe. Naja, das habe ich gerade nur so gedacht. Das ist gut. Ja? So, die Sicherung habe ich ausgetauscht. Jetzt funzt wieder alles. Super. Die Chefin hat gerade hinten was zu tun. Sie sagte aber, dass du herzlich eingeladen bist. Also geht alles aufs Haus. Ein Wasser. In Ordnung. Andi, hast du gehört, was John gerade gesagt hat, oder muss ich mir Sorgen machen? Weder noch. Die Hauptbestellung kommt ja noch. Jetzt bin ich aber erleichtert. Und Sie wollen wirklich nicht essen? Nur Kaffee? Nee, keine Zeit. Einbruch ins Elektroniklager, da muss ich dranbleiben. Was wurde denn geklaut? Laptops. Eine ganze LKW-Ladung voller Laptops. Die sind wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Dealer und wird von da auf den Markt geworfen. Das geht manchmal ganz schön fix. Und wenn die das Zeug erst mal vertickt haben, dann haben wir eh keine Chance mehr. Soll heißen, wir müssen die Jungs schneller dran kriegen. Verstehst du? Gibt's denn schon eine Spur? Allerdings. Was gibt's denn für eine Spur? Streng geheim. Schade. Aber ich muss sowieso los. Ich habe Sascha versprochen, ihn beim Burrito-Laden abzulösen. Was hat Sascha denn mit dem Burrito-Wagen zu tun? Streng geheim. Nein, Emilio ist doch gerade in Venezuela und wir schmeißen seinen Laden. Und dein Essen? Keine Zeit. Ja, und da wir also auf keinen Fall bei unserem alten Konzept bleiben konnten, mussten wir uns zwangsweise was Neues einfallen lassen und Schulz hat das getan. Nein, wir haben uns was einfallen lassen. Das war Ihre Idee, wir haben sie nur zusammen weiterentwickelt. Was ist jetzt genau die Idee? Also, wir wollen ein Katastrophenszenario entwerfen und damit den größtmöglichen Unterschied zu unserer Mode schaffen. Die raue, wilde Natur im Gegensatz zur kultivierten Welt der Mode. Wir bringen die Gegensätze zusammen und zeigen außerdem, dass Frauen in unseren Kleidern in jeder Lebenslage gut aussehen.
Wir projizieren Videobilder an die Wände. Blitze und Donner erfüllen den Raum, ein heftiges Unwetter tobt. Mittendrin unsere Models, voller Angst. Ich wollte Ihnen nur zusprechen, also Sie ein bisschen anfeuern. Gut gemacht, Caro, Schulz. Was meinst du? Hier bist du. Halt mal kurz. Die nächsten Käufer sind schon unterwegs. Die Dinger gehen weg wie warme Semmel. Nein, wir müssen damit aufhören, sofort. Wieso? Wir machen gerade ein Riesengeschäft. Sascha, die Polizei ist hinter uns her. Was? Die können nicht wissen, dass die Dinger hier sind. Doch, ich habe vorhin mit Helmke geredet. Die haben irgendeine Spur. Was für eine Spur? Das hat er nicht gesagt, aber... Mann, die haben immer irgendeine Spur, die irgendwo hinführt, aber sicher nicht hierhin. Also machen wir weiter wie besprochen. Nein, das machen wir nicht. Die Laptops kommen hier weg und zwar sofort. Mann, wir machen gerade ein Riesengeschäft hier. In 2 Tagen ist hier alles weg und ich habe schon die nächste Ladung geordert. Du hast was? Ja, wir haben einen Run und da muss man dranbleiben. Mann, wir haben keine Ahnung, wie teuer die OP von Emilios Mutter wird. Wir brauchen jeden Cent. Jetzt hör doch mal einen Augenblick mit Emilios Mutter auf. Wenn die uns erwischen, dann landen wir im Knast. Verstehst du? Na, Jungs, wir laufen die Geschäfte. Das ist nicht so, wie es aussieht. Sind das für Kartons? Und? Ihr Sohn wurde vor 20 Minuten geboren. Wie geht's ihm? Den Umständen entsprechend gut. Er wiegt 785 Gramm und ist 29 Zentimeter groß. Ist doch winzig. Das sind ganz normale Werte für ein Frühchen in der 25. Woche. Er kann leider noch nicht selbstständig atmen und wird im Brutkasten versorgt. Wie stehen die Chancen? Recht gut. Aber wir müssen abwarten. Wie geht's der Mutter? Sie hat alles gut überstanden. Gut. Kann ich zu Ihnen? Sie müssen sich leider noch ein wenig gedulden. Frau Hansen erwacht gerade erst aus der Narkose. Na klar. Natürlich. Sie haben die Rufnummer von Sebastian von Lahnstein gewählt. Hinterlassen Sie Ihre Nachricht Ja. nach dem Signalton. Frau von Lahnstein, das hat die Reinigung gerade für Sie abgegeben. Hier entlang? Ja. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Nein, danke. Sie haben bereits genug getan. Dank Ihnen glaubt mein Mann, ich sei schuld an Frau Hansens Zustand, weil Sie ihm netterweise vom Streit erzählt haben. Oh, das tut mir leid. Ich meine, er hat mich gefragt. Warten Sie hier. Es tut mir wirklich leid. Das sagten Sie bereits. Ja. Hat Frau Hansen während ihrer Schwangerschaft über Depressionen oder psychische Probleme geklagt? Kommen Sie denn darauf? Wir haben ein Schlafmittel in ihrem Blut gefunden. Aber Frieda würde doch niemals ein Schlafmittel in ihrem Zustand nehmen. Die Laborwerte sind eindeutig. Sie muss es kurz bevor sie in den Wald gegangen ist, genommen haben. Scheiße. Sag mal, was war das eben? Kaffeemaschine ist im Arsch. Ich meinte nicht das. Eben in der Sitzung, als du wie ein Bekloppter den Namen meiner Schwester gebrüllt hast. Und?
Na und? Was sollte das? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ich wollte Caro anfeuern. Ich hab dich gesehen. Du wolltest sie nicht anfeuern? In dem Moment wusstest du gar nicht, wo du bist oder was um dich herum passiert. Ich bin wirklich durchgerockt. Ich habe wenig geschlafen in letzter Zeit. Vielleicht bin ich kurz eingenickt. Und hast von ihr geträumt? War ein Arbeitstraum. Ah, ein Arbeitstraum. Ja, ich habe geträumt, dass ich Caro um Hilfe bitte bei der Vorbereitung der Show. Weißt du, Giselle, ich bin wirklich fertig. In ein paar Stunden muss das Konzept von der Show stehen. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Außer an meine Schwester. Sag mal, das habe ich dir doch gerade erklärt. Ja. Und ich glaub dir kein Wort. Das ist Karl. Karl. Hallo, Karl. Das ist wunderschön. Aber er ist viel zu klein. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich muss mich erst mal zurechtfinden. Es ging alles so schnell. Jetzt ist er schon da. Frieda, wir haben dich im Wald gefunden, bewusstlos. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Nein. Hast du irgendwelche Medikamente genommen? Was? Ein Schlafmittel? Nein, wie kommst du drauf? Weil es in deinem Blut nachgewiesen wurde. Frieda, ich muss wissen, was passiert ist. Bitte. Versuch dich zu erinnern. An was kannst du dich erinnern? Ich habe mich mit Tanja gestritten. Worüber? Über dich. Ich sollte mich in Zukunft von dir fernhalten. Was ist dann passiert? Mir war plötzlich schwindelig. Ich wollte an die frische Luft. Mehr weiß ich nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Andi hat nichts damit zu tun. Hat sich aber gerade eben noch ganz anders angehört. Wolltest du nicht eigentlich zum Burrito fahren? Mann, dein Verhalten kam mir gleich so komisch vor. Du bist nur hier, weil du ihm gefolgt bist? Mensch, Andi, dass du nach der Sache mit den Pelzen noch mal so eine Scheiße machst. Trägst du deinen Kopf eigentlich nur als Dekoration mit dir rum, oder was? Wir haben ja nicht gewusst, dass es Diebesgut ist. Wir haben dafür bezahlt. Wie viel? Ein Apfel und ein Ei? Und die Laptops habt ihr auch nur für euren persönlichen Gebrauch, habe ich recht? Aber wenn dem so ist, dann könnt ihr mir auch sagen, wo ihr sie her habt. Denn das wird eure einzige Chance sein, hier heil aus der Nummer wieder rauszukommen. Wurden mit der Post geliefert. Ich hätte euch für schlauer gehalten. Na los, jetzt sag ihm schon, wo du die Dinger her hast. Du ziehst mich da mit rein. Ich treffe mich gleich mit einem Lieferanten. Sehr gut, du führst uns zu ihm und wir gucken, ob wir an die Hintermänner rankommen. Was ist denn hier los? Giselle?
obsessed with appearances, but true love comes from within. I don't believe in love at first glance. Most people are more than they seem. Giselle, ich bin's. Wo bist du? Bist du immer noch sauer? Du, ich gehe dich jetzt suchen. Also, meld dich doch einfach bei mir und lass uns reden, okay? Bis später. Tschüss. Hier bist du. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich weiß, Warum gehst du nicht an dein Telefon? ob ich nachdenken wollte. Worüber? Über dich und mich und Caro. Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Nein. Zwischen euch ist irgendwas passiert. Ihr benehmt euch beide so komisch seit dem Tag, als ihr mit der Videokamera losgezogen seid. Wir hatten Haschkeks genommen, das habe ich dir doch erzählt. Ja. Das ist kein Grund, ihren Namen zu rufen. Das hat wirklich nichts zu bedeuten. Ich kann auch Caro fragen. Die konnte noch nie lügen. Und irgendwann erzählt sie mir alles. Aber ich würde es eigentlich ganz gerne von dir hören. Ich finde, ich habe wenigstens verdient, dass man mir die Wahrheit sagt. Also gut. Als wir da damals mit der Kamera rausgegangen sind, da haben wir uns geküsst. Ich war völlig stoned, alles um mich rum hat sich gedreht. Das wäre mir doch sonst gar nicht passiert. Deswegen bist du so komisch. Hast ein schlechtes Gewissen. Caro? Ich wusste, dass sie in dich verliebt war, aber sie hat mir versichert, dass es vorbei ist. Das stimmte wohl nicht ganz, hm? Wahrscheinlich sind dir die Drogen zu Kopf gestiegen. Da hat sie dich geküsst. Der Kuss, der ging doch von ihr aus, oder? Ja. Mache da keinen Vorwurf. Die hat noch nie in ihrem Leben Drogen genommen. Die war völlig durch den Wind. Trotzdem muss der Kuss ihr was bedeutet haben. Ja, aber mir doch nicht. Ich will doch nichts von Caro. Der Kuss hat überhaupt nichts zu bedeuten. Ich weiß. Okay. Entschuldigung, würden Sie jetzt bitte den Laden verlassen? Darf ich? Sebastian, ich habe gerade versucht, dich anzurufen. Wie geht's Frieda und dem Kind? Sie hat eine Frühgeburt. Oh. Ein Junge. Karl heißt er. 3 Monate. 3 Monate zu früh. Und das heißt? Abwarten. Es tut mir leid. Ich begreife das nicht. Die erzählen mir im Krankenhaus, dass Sie Schlafmittel genommen haben soll. Das war der Auslöser? Weiß ich nicht. Aber ich weiß im Moment auch gar nichts mehr. Ich meine, man nimmt doch kein Schlafmittel, um dann in den Wald zu rennen. Dann legt man sich doch ins Bett, oder? Hast du sie mal gefragt? Ja, natürlich. Also sie sagt, sie hat nichts genommen. Dass ich so weit gehen würde. Wer? Ja, Tanja. Wer sonst?
Ich meine, es sei denn, du gehst davon aus, dass Frieda sich was antun wollte. Natürlich nicht. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich habe davon nichts gewusst. Du wirst lachen, das glaube ich dir sogar. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dein Laden als Lagerraum für Hela verwendet wurde. Wir werden das No Limits schließen müssen. Was? Das kannst du nicht machen. Ja, glaubst du, es macht mir Spaß? Aber bei eurer Vorgeschichte bleibt mir gar nichts anderes übrig. Was denn für eine Vorgeschichte? Lass mal überlegen. Drogen, illegales Glücksspiel, soll ich weitermachen? Ja, komm, ist gut. Das ist also dein letztes Wort. Ja, du willst meinen Laden hier dicht machen. Ich will nicht, ich muss. Tja, Fritsche, das war mal wieder klar. Erst ruinierst du um einen HLCL und jetzt kommt als nächstes mein Laden dran? Das war alles nicht so geplant. Ja, natürlich war es nicht so geplant. Wahrscheinlich war es einfach mal wieder pure Dummheit. Aber das nutzt mir jetzt auch nichts mehr. Mir tut's echt leid. Das darf ja wohl nicht wahr sein. So, erledigt. Und was heißt das jetzt? Es wird wahrscheinlich bei ein paar Sozialstunden bleiben. Aber nur, weil ihr das Zeug noch nicht weiter vertickt habt. Ich spare mir jetzt mal meine Moralpredigt. Das machen Bella und Charlie sowieso viel besser. Ich hätte euch für klüger gehalten. Ja. Schwein gehabt. Das ist alles deine Schuld. Was? Wenn du Frank nicht hergelotst hättest, hätte alles geklappt. Jetzt bin ich auch noch schuld? Ja. Wegen deiner Hehlerei wären wir jetzt fast im Knast gelandet. Dir ist, glaube ich, gar nicht klar, was für ein Riesenglück wir haben. Riesenglück hätten wir, wenn wir eine Menge Kohle hätten. Ach, du kapierst doch echt überhaupt nichts. Deinetwegen wird das No Limits jetzt geschlossen, Mann. Und was willst du eigentlich Olli erzählen, wenn er zurückkommt? Er hat dir vertraut, als er dir die Schlüssel gegeben hat. Emilius Kohle ist jetzt auch futsch. Dabei kann er das Geld von uns allen am dringendsten gebrauchen. Mann, da fällt uns auch noch was ein. Uns fällt hier überhaupt nichts mehr ein. Mit dir bin ich fertig. Ja, das Baugerüst brauchen wir, weil wir die Stahlkonstruktion an der Decke festmachen wollen. Daran sollen dann die Requisiten befestigt werden. Das hab ich doch schon gesagt. Na, möglichst schnell. Das wäre cool. Alles klar. Gut, super. Danke, ciao. Ich finde ja euer neues Konzept richtig gut. Sogar besser als das alte. Ich ehrlich gesagt auch. Und das in so kurzer Zeit. Da wart ihr wirklich kreativ, Caro und du. Ich finde ihr seid ein gutes Team. Was soll denn das heißen? Naja, in letzter Zeit ist ja meine Assistentin eher an deiner Seite als an meiner. Sie ist halt dort, wo sie am meisten gebraucht wird. Da, wo du sie einteilst. Rebecca, warum sagst du mir nicht einfach, worauf du hinaus willst? Auf gar nichts. Nein. Na, ich finde schon ein bisschen merkwürdig, dass du in der Besprechung so voller Inbrunst ihren Namen rufst, als ging es um dein Leben. Ach, jetzt fängst du auch noch damit an. Sag mir einfach, was zwischen euch läuft, dann bin ich still. Und? Bist du schon aufgeregt wegen morgen? Bin schon größere Shows gelaufen. Klar. Also ich bin ziemlich aufgeregt. Findest du es auch aufregend, meinen Freund zu küssen? Du brauchst gar nicht versuchen, es abzustreiten. Tora hat mir alles erzählt. Giselle, wir hatten diese Kekse gegessen. Ja, das hattest du mir erzählt. Aber dieses winzige, unwichtige Detail, dass ihr euch geküsst habt, das war dir irgendwie entfallen. Der Kuss hat ja natürlich nichts zu bedeuten. Wir haben halt ein bisschen rumgealbert. Und dabei alle Hemmungen verloren. Das klingt, als seien wir übereinander hergefallen. Ach komm schon, hätte dir doch gefallen. Was? Ich will doch nichts von Schulz. Das ist eine pedantische Nervensäge. Naja, außerdem streiten wir uns andauernd. Das wäre mir viel zu anstrengend. Also ich finde sie sehr nett. Aber sie steht ja nun mal leider auf dich. Du hast die ganze Zeit behauptet, es war nur eine Schwärmerei. Und dass es vorbei ist. Du hättest mir das sagen müssen. Ich wollte das nicht. Ich habe alles getan, um ihn irgendwie aus dem Kopf zu schlagen. Wirklich. Ich habe ihm gesagt, dass ich Abstand will. Ein rein professionelles Verhältnis. Ja, und dann bist du plötzlich über ihn hergefallen und hast ihn geküsst. Ich bin über ihn hergefallen? Ja. Der Kuss ging doch von dir aus.
Das hat er dir erzählt? Ja. Oder willst du behaupten, das stimmt gar nicht? Nein. Also dann ist zwischen Giselle und dir wieder alles in Ordnung. Ja, ich hab's ihr gesagt, sie hat's akzeptiert. Alles okay. Muss eine gute Erklärung gewesen sein. Aber dass du kreativ bist, das wissen wir ja. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Das ist nicht irgendeine Affäre. Ich liebe Tore und er liebt mich. Ich dachte, das wüsstest du. Andi. Du weißt es also schon. Ja. Darf ich reinkommen? Du bist ja wohl nicht davon ausgegangen, dass Helmke dich decken wird, oder? Nein, natürlich nicht. Und Charlie, du musst mir das wirklich glauben. Ich wollte mit der Sache nichts zu tun haben. Sascha hat die Laptops besorgt, obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich bei seinen krummen Geschäften nicht mitmachen werde. Aber Sascha hat dich nicht gezwungen, mitzumachen, oder? Nee, das auch nicht. Mensch, Andi, dann schieb doch die Schuld nicht auf die anderen, sondern steh zu dem Mist, den du verbockt hast. Und müsst ihr jetzt in den Knast? Nee, die lassen uns gehen, weil wir kooperiert haben. Aber jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Ohne Geld, ohne Perspektive und ohne Freunde. Und Freunde? Ja, ihr wart die Ersten, mit denen ich mich richtig gut verstanden habe. Also noch wohnen wir sogar zusammen. Ja, noch. Olli wird mich garantiert rausschmeißen, wenn er erfährt, dass er meinetwegen seinen Job im No Limits verliert. Das ist doch noch überhaupt nicht gesagt. Ja, aber was ist mit Andi und Emilio? Die verlieren meinetwegen ihre ganze Kohle. Das verzeihen die mir sicher nicht. Du, wir haben das außerdem auch für Emilio getan. Damit er von dem Geld die OP seiner Mutter bezahlen kann. Ja, aber jetzt soll auch noch Emilio dafür herhalten, dass ihr kriminell geworden seid. Oder womöglich noch seine arme alte Mutter in Venezuela. Nein, wir haben das natürlich selbst verbockt. Aber Emilio, ich hätte ihm einfach so gern geholfen. Charlie, von dieser Laptop-Sache weiß Bella nichts. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie hätte dir diesen Unsinn bestimmt ausgeredet. Tust mir den Gefallen, lässt du mich mit dir reden? Das ist mir sowieso lieber. Danke. Ich hoffe, sie wäscht dir mal gründlich den Kopf. Das braucht sie gar nicht. Gut, dass Sie kommen. Da können Sie mir gleich mal sagen, wo dieses kleine schwarze Kleid ist. Sie sind so ein Verräter.
Sie haben Giselle von dem Kuss erzählt. Ich bin mit ihr zusammen, sie hat mich gefragt und ich wollte sie nicht länger anlügen. Und dafür stehe ich jetzt als Lügnerin da. Weil ich es ihr nicht erzählt habe. Weil Sie das so wollten. Ich wollte es ihr sagen, aber Sie haben mich überredet, es nicht zu tun. Es wäre wirklich nett gewesen, wenn Sie mich wenigstens vorgewarnt hätten, anstatt mich bei Giselle ins offene Messer laufen zu lassen. Ja, Sie haben recht, das hätte ich tun sollen. Und bei der Gelegenheit hätten Sie mir auch gleich sagen können, was Sie ihr für eine Lügengeschichte aufgetischt haben. Dass Sie wehrlos waren und ich wie ein wildes Tier über Sie hergefallen bin. Das habe ich so nicht erzählt. Wir haben uns beide geküsst. Gleichzeitig. Hören Sie, Schulz, wir arbeiten zusammen. Wir müssen nicht... Schon gut. Ich habe schon verstanden. Ich komme schon damit klar, dass Sie mich aus Versehen küssen und in der Besprechung zufällig meinen Namen rufen. Aber womit ich nicht klarkomme, ist, dass Sie die Beziehung zwischen mir und meiner Schwester zerstören. Und wofür? Für einen Kuss, der Ihnen noch nicht mal was bedeutet hat. Hier in der Firma werde ich meine Arbeit weitermachen, aber darüber hinaus will ich nichts mehr mit Ihnen zu tun haben. Hier bist du. Wie geht's dem Baby und Frieda? Was ist das? Ja, was ist das? Keine Ahnung. Das ist ein Schlafmittel. Das gleiche Mittel wurde in Friedas Blut nachgewiesen. Ist gerade gefunden. In deiner Handtasche. Dann wird mir das wohl jemand da reingetan haben. Mein Sohn musste heute geholt werden. Viel zu früh. Was mir leid für dich tut. Tanja, hör auf! Du wolltest sie doch von Anfang an loswerden. Aber nicht so. Ich hätte niemals sie oder das Baby gefährdet, Sebastian. Tanja, du hast ihr dieses Schlafmittel untergeschoben, weil du wolltest, dass sie meinen Sohn verliert!